Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade erst aufgewacht, wie man unschwer erkennen kann. Heute ist der Tag der Tage. Unser Roadtrip geht leider zu Ende. Heute fahren wir nach Sun Peaks. Zum ersten Mal da, wo wir unseren neuen Job antreten. Der Campingplatz, wo wir hier geschlafen haben, ist mitten in der Stadt und es ist mehr so ein Trailerpark als ein Campingplatz. Aber zur anderen Seite ist eine recht schöne Aussicht. Da ist ein Berg. Keiner weiß, wie er heißt. So, das Frühstück ist jetzt fertig. Wir lassen es uns jetzt schmecken. So, wir haben jetzt alles eingepackt. Jetzt müssen wir nur noch das Rooftop-Tent zusammenbauen. Da sind wir jetzt schon richtige Profis drin. Das dauert keine 5 Minuten mehr. Und dann geht's los. War doch ein guter Campingplatz, oder? Ja, ich bin gerade meine Hose am Zubinden, wenn du am Filmen bist. Jetzt geht's los. Wer will fahren? Ich fahr. Okay. Ich fahr. Okay. Wir waren jetzt für $430 einkaufen. Fühlt sich sehr falsch an. Aber man muss auch überlegen, wir haben ja noch nichts zu Hause. Wir müssen quasi einen komplett neuen Haushalt gründen mit Lebensmitteln, wenn man das so sagen kann. Naja, jetzt sortieren wir schnell ein und dann fahren wir irgendwo an den Rastplatz, machen Mittagessen und dann fahren wir nach Sun Peaks. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ich bin aufgeregt. So, der Kofferraum ist rappelvoll. Ich hoffe, wir schaffen es mit dem vollen Auto nach Sun Peaks, aber das wird schon. Es riecht gerade so heftig nach Burger draußen. Alter, ich hab so Hunger. Ich auch. Oh. Ja, wenn wir so im Auto unterwegs sind, dann hören wir ganz gerne Podcast. Und meistens ist es Mod of X oder True Love. Wir haben es jetzt durch den Stau durchgeschafft. Jetzt geht's weiter. Es regnet ein bisschen, aber wir lassen uns nicht vom schlechten Wetter trüben. Denn es geht nach Sun Peaks. Da scheint immer die Sonne. Gerade nach Sun Peaks reingefahren und es sieht aus wie so ein klassisches Skiresort. Ne? Überall sind schon so Apartments, Skilifte. Es liegt noch ein ganz bisschen Schnee. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ist das die Lodge? Nee, das ist noch nicht die. Oh, dann sind wir da. Three Peaks Rental. Das ist unser neuer Arbeitsgeber. Wir sind da bei der Lodge. Ich drehe mal. Das ist ja aufregend. Das sieht ja cool aus. Geiles Logo. Nice. Wir sitzen jetzt wieder im Auto. Wir haben gerade Lindsay getroffen. Das ist der Personalmanager. Der hat uns schon eine kleine Tour gegeben in seinem Auto durch Sun Peaks und jetzt fahren wir zu unserer neuen Unterkunft. Wir sind jetzt in unserer neuen Unterkunft angekommen. Hier werden wir jetzt mindestens das nächste halbe Jahr leben, wenn nicht sogar das nächste Jahr. Wollen wir mal erzählen, was wir arbeiten eigentlich? Also ich arbeite im Housekeeping-Team, das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die ganzen Wohnungen geputzt werden, sauber gemacht werden, die Betten gemacht werden und so weiter. Und ja, ich arbeite im Maintenance-Team. Das heißt, wenn Reparaturen anstehen, dann werde ich da aushelfen oder auch andere, wie ich schon sagt, Maintenance-Sachen, die ganzen Grundstücke auf Vordermann zu halten. Wir zeigen euch einfach mal alles. Wir sind baff. Das Ding ist ja auch, wir müssen richtig viel Miete zahlen. Ich glaube zusammen $1.600. Und da haben wir uns schon gedacht, also entweder sind die Preise da richtig, richtig teuer
Oder die Unterkunft muss auch nice sein. Ja, und die Unterkunft ist richtig nice. Ja, ich würde sagen, wir machen zeigen eine einfach Roomtour. mal alles, oder? Also das ist die Eingangstür, hier kommt man rein und dann gibt es einmal hier einen kleinen Raum mit 2 Großwaschmaschinen, eine Garderobe, ja. Und hier werden auch immer schön die Schuhe ausgezogen. Wird vor allem im Winter wahrscheinlich gut sein, wenn es matschig ist. Genau. Dann ist hier unser großer Wohn- und Essbereich, Leute. Ich habe das Licht entdeckt. Was soll ich dazu sagen? Also, Gibt es Licht für die Küche? wir haben eine riesige Küche. Ah. Das ist unsere Küche. Wir haben einen riesen Kühlschrank. Also wir dürfen uns einen von den 2 Kühlschränken aussuchen. Übrigens, hier werden noch 2 andere Leute einziehen. Aber für die ersten 2 Wochen sind wir alleine. Dann haben wir hier unseren Esstisch und einen Außenbereich mit Balkon. Aber jetzt gehen wir mal hoch, denn es gibt noch eine weitere Etage. Komm mit! Wenn du dich freust. Ach ja, es ist zu geil. Dann geht's hier hoch. Hier sind noch 2 weitere Zimmer, wo die anderen Mitbewohner dann wohnen werden. Und ein Badezimmer, das wir aber nicht mit Das nicht für benutzen. uns. Und das hier ist dann unser Zimmer. Wir haben hier einen begehbaren Kleiderschrank. Braucht man. Vor allem wir mit unseren 2 Backpacks und 3 T-Shirts. Genau, das ist dann unser Schlafgemach mit dieser wunderschönen Aussicht. Damn. Ich kann es gar nicht Und jetzt fassen. kommt das Highlight. Unser Badezimmer. Guck dir das an. Was ist das eigentlich? Das ist ein Ofen. Ist doch klar. Krass. Braucht man auch, so einen kleinen Gasofen. Ja, was soll ich sagen? Das war die Roomtour. Das war die Roomtour. Würdest du sagen, wir sind angekommen? Ja, also jetzt erstmal Auto ausräumen und Oh no! Einkäufe einräumen, wir haben so viel gekauft. einrichten. Ja, Kleiderschrank ist schnell eingeräumt, das kann ich dir sagen. Wir müssen jetzt erstmal Wäsche waschen. Oh ja, Wäsche waschen müssen wir auch noch. Wir müssen jetzt erstmal drauf klarkommen, wie wir hier wohnen. Und wir haben sogar schon Post bekommen und unsere kanadischen Führerscheine waren dabei. Das hat übrigens 30 Kanada-Dollar pro Führerschein gekostet, also ungefähr 20 €. Wir sind jetzt fertig eingezogen. Das war, glaube ich, der schnellste Umzug, den ich hier gemacht habe. Aber wir haben ja auch nicht viel. Nur gerade die 2 Backpacks und die ganzen Einkäufe, die wir hatten. Ja, wir sind jetzt angekommen hier. Und jetzt machen wir noch was Besonderes. Und zwar... Jetzt färben wir meine Haare. So, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und wir gehen jetzt spazieren und erkunden ein bisschen St. Peaks. Und wir nehmen euch mit. Ja, hier gibt es sogar eine Feuerwehr. Und die ist gar nicht mal so klein. Mach mal was Waghalsiges. So, das könnte unser Arbeitsweg sein. Denn von da, wo wir wohnen, bis zu... Wie nennt man das? Der Lodge? Bis zur Lodge. Dem Headquarter. Genau, bis zum Headquarter. Also quasi bis zum Stadtkern sind es so ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Und hier gibt es tatsächlich Bären. Ja. Also man muss schon aufpassen, dass man die nicht erschreckt. Aber meistens hören die einen ja schon vorher, bevor man die überhaupt sieht. Und sind dann vielleicht sogar schon weg. Hast du Angst vor Bären? Nö, der Bär hat Angst vor mir. Ja, das sind alles Pisten hier. Im Winter liegt dann überall Schnee. Und man kann runter Skifahren.
Ja, und im Sommer liegt hier kein Schnee und man kann Mountainbike fahren und wandern. Jetzt kommen wir langsam, ich glaube, wir haben jetzt so 20 Minuten gebraucht, um hier hochzugehen, zum Herzstück von Sun Peaks. Das ist Sun Peaks. Oh, hier gibt's viel. Sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie im Phantasialand. Ganz schön leer hier alles. Ich frage mich, wie das im Winter aussieht. Da ist bestimmt mehr los. Bestimmt ganz weiß und ganz bunt mit den ganzen Menschen in den verschiedenen Anzügen. Also Schneeklamotten. Du weißt, was ich meine. Ja. Ah. Da gibt's Skier. Mal gucken. Das sind jetzt besonders günstig. $539. Wir sind hier gerade in dem lokalen Supermarkt und checken mal aus, was es hier so gibt. Wir haben 2 Zitronen zum Kuchenbacken. Wir haben uns nochmal Gedanken über die Wohnung gemacht. Wir waren ja gestern total hyped. Und man muss auch sagen, die Wohnung ist echt schön, aber wir bezahlen auch richtig viel Geld. Und wir wissen auch, dass das ein Privileg ist und wir sind auch total dankbar, dass wir so wohnen können. Ja, aber dafür bezahlen wir Schweine viel Geld. Wir haben mal auch ausgerechnet, dass wir netto ungefähr 4.200 kanadische Dollar verdienen werden. Das ist aber schon pessimistisch gerechnet, wenn wir Glück haben, wird es ein bisschen mehr. Egal, auf jeden Fall nach unseren... Ja, die Wohnung kostet 1.600 Dollar für uns zusammen im Monat und noch mit anderen Fixkosten zusammen bleibt für uns dann so 2.000 Dollar über, die wir beiseite legen können, Genau. zusammen pro Monat. Die 2.000 Dollar wollen wir dann sparen, um dann damit weiterreisen zu können. Eigentlich war am Anfang unsere Hoffnung, dass wir in Kanada richtig Kohle scheffeln können. Und ja, das können wir jetzt hier eher nicht, weil die Miete so teuer ist. Aber dafür ist es ja auch der Lifestyle und das war uns ja auch von Anfang an bewusst, dass die Miete hier teuer wird. Aber dafür sind wir jetzt mitten in den Bergen, im Skiresort, können hier eine coole Sommersaison mitnehmen und Eventuell bestimmt auch die Wintersaison. genau, eine noch coolere Wintersaison. Das ist der Plan. Upsi. Unser geheimer Plan war es ja auch, dass wir uns für die Sommersaison bewerben, wo mehr Jobs zur Verfügung stehen, damit wir es in der Wintersaison einfacher haben, ins System reinzukommen. Köpfchen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Und bitte sagt es keinem weiter, dass das unser geheimer Plan ist. Ja, also wir hatten ja noch das andere Jobangebot in Kenmore. Da hätten wir uns aber selber um eine Wohnung kümmern müssen. Und da es für uns fast unmöglich war, da eine Wohnung zu finden, haben wir uns halt hier für den Job entschieden. Wo direkt die Wohnung dabei war, wir jetzt aber total viel Miete zahlen müssen. Aber Die Wohnung ist top. die Wohnung ist schön, ja. Wir sind so ambivalent. So teuer, so schön. So teuer, so schön. So, wir sind zurück. Fazit von Sun Peaks ist, es ist recht verschlafen im Sommer, aber recht ruhig. Also das gefällt uns ja. Und jetzt wird gebacken.